Hi, ich bin Marisa und ich habe, meinen Bachelor dieses Jahr abgeschlossen und mein sechsmonatiges Praktikum habe ich bei der Panic City Betriebs GmbH absolviert und die Bezeichnung der Praktikumsstelle war dabei Vertriebsmarketing, Kundenservice und Eventmanagement. Lehrreich, fordernd und gesellig. Ich würde das Unternehmen mit folgenden 3 Wörtern beschreiben. Familiär, flexibel und divers. Ich habe während des Praktikums Sehr viel über Udo Lindenberg gelernt. und mein Praktikum ist. Mein Praktikum ist eine gute Gelegenheit, um die eigene Komfortzone zu verlassen. Ich habe die Praktikumsstelle über Indeed gefunden. Also, ich habe mich da, angemeldet und dann bekommt man ja immer E-Mails zugeschickt und genau, in einer dieser E-Mails war dann auch die Stellenausschreibung für die Panic City dabei. Das Tätigkeitsfeld klang einfach sehr vielfältig und es geht auch so ein bisschen Richtung Eventmanagement, was mich auch sehr interessiert. Und außerdem, fand ich auch die Größe des Betriebes, also es ist 'n kleiner Betrieb und das fand ich ganz nett und der familiäre Umgang untereinander, alle duzen sich. Und außerdem fand ich es auch reizvoll, auf der Reeperbahn zu arbeiten und zu sehen, wie das so ist. Ich glaube, ich habe mich 2 Monate vor Antritt des Praktikums beworben und, das ging dann auch alles recht schnell. Also, ich glaube, nach ein paar Tagen habe ich dann die Antwort bekommen und wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und was Praktisches musste ich nicht, vorzeigen, aber ich war bei iStuff aktiv und auch im D-Club und da habe ich dann halt Nachweise mitgeschickt. Das kam, glaube ich, ganz gut an. Ja, aber ansonsten war ich dann beim Bewerbungsgespräch und habe dann auch die Tour gleich mitgemacht und danach wurde mir der Job auch eigentlich schon angeboten. Also, es war sehr entspannt. Die Panic City ist eine, geführte Multimedia-Erlebnistour über das Leben und Wirken von Udo Lindenberg. Und es befindet sich direkt, auf dem Spielbodenplatz, also auf der Hamburger Reeperbahn direkt. Und Gäste werden in Gruppen von bis zu 20 Personen durch, die Räume geführt und, können beziehungsweise müssen auch eigentlich sogar selbst aktiv werden. Also, im Prinzip ist es ein, interaktives Museum über Udo Lindenberg. Halt absolut kein klassisches Museum, aber ja, das ist es. Das Unternehmen hat den Sitz im Clubhaus St. Pauli auf dem Spielbodenplatz im vierten Stock und das sind 700 Quadratmeter insgesamt. Und angestellt, als ich angefangen habe, waren so um die 30 Personen. Ne, da das, ja, wie gesagt, ein sehr kleines Unternehmen ist, war ich die einzige Praktikantin. Also, ich habe unter anderem Schichtpläne vorbereitet, aber auch ganz viel Recherchearbeit und, zu meinen Aufgaben gehörten auch Botengänge, dass ich mal, zur Sparkasse gehen musste und da was abgeben musste oder zu anderen, Betrieben, mit denen wir irgendwie Kooperationen hatten. Außerdem natürlich immer E-Mails beantworten und Telefonate mit Kunden oder Kooperationspartnern. Ich habe Handbücher geschrieben und überarbeitet und immer auf dem neuesten Stand gehalten. Und eine Sache, die ich, äh, mir selber überlegt habe, ist ich habe einen Online-Adventskalender gemacht, bei dem die Gäste auch Sachen gewinnen konnten oder halt Rezepte und Bastelanleitungen und sowas war da drin. Genau, das habe ich komplett alleine realisiert. Meine unsere Betriebsleiterin hat mich auch öfter zu Terminen mit Kooperationspartnern mitgenommen. Dann habe ich da zum Beispiel unter anderem Protokoll geführt oder es war auch, damit ich da einfach mal einen Einblick habe. Und was ich natürlich auch machen musste, ist,
das, was alle anderen gemacht haben. Also, ich war Tourguide und Schichtleitung und habe auch an der Tageskasse gearbeitet und dazu gehörte auch Promo. Das heißt, ich musste auch versuchen, die Leute bei uns reinzulocken, also Passanten ansprechen und denen erklären, was die Panic City ist und sowas. Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und für jeden Typ Mensch. Also, ich hätte vorher auch nicht unbedingt gedacht, dass es was für mich ist, auch gerade dieses Tourguide und ja, also, wie gesagt, das war auch ich bin auf jeden Fall aus meiner Komfortzone rausgekommen. Deswegen, ja, auf jeden Fall klare Empfehlung. Die familiäre Atmosphäre war immer sehr angenehm und was auch, super war, waren die Vergünstigungen in den Kneipen auf der Reeperbahn. Ich würde sagen, man sollte kommunikativ und offen sein und auch selbstständig arbeiten können, aber den Rest lernt man eigentlich. Also deswegen, ja, kommunikativ und offen. Ja, es waren auf jeden Fall mehrere Inhalte und Fächer aus dem Studium hilfreich, unter anderem sowas wie virtuelle Welten, digitale Spiele. Wir haben nämlich auch, Augmented Reality und Virtual Reality bei uns in der Tour. Und da war's, ganz cool, dass man da schon so ein bisschen so eine Idee davon hatte. Und, die ganzen Gruppenprojekte, die waren auf jeden Fall auch hilfreich, so einfach so, dass man gut im Team arbeiten kann. Und, Statistik vielleicht noch. Ich habe zum Beispiel wir haben so 'n Besucherumfragetool und dann, diese Besucherumfragen mussten dann natürlich auch ausgewertet werden. Und das war ganz gut. Und auch bei der Erstellung des Online-Adventskalenders, habe ich mit 'nem Webdesigner zusammengearbeitet und da war es tatsächlich von Vorteil, so 'n bisschen 'n Plan von Programmierung zu haben. Also, MMP ist auch nicht ganz überflüssig. Genau. Und Marketing natürlich auch, dass man so 'ne Vorstellung davon hat. Ich würde sagen, Kontakte und Erfahrung. Ist Eigeninitiative und bringt auch eure eigenen Ideen mit ein und scheut euch nicht davor, Fragen zu stellen. Ja, über die Website, direkt da also, paniccity.de/jobs ist es, glaube ich. Da sind die aktuellen Jobs immer ausgeschrieben und da steht dann auch, wie ihr euch bewerben könnt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und schau auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Links dazu in der Beschreibung.